From the time we are born until we pass away, we have nothing but time and opportunity to explore our attitude toward our own life. Und vom Moment unserer Geburt bis zu unserem Tod hin haben wir diese ständige Aufgabe, unsere eigene Einstellung zu erforschen und uns zu überlegen, wie stehe ich zu dem ganzen Leben? Wo bin ich hier? People are always, whether they don't say it out loud, but they're always thinking, how do I feel? How do I feel? Auch wenn Leute das nicht ständig sagen, überlegen sie trotzdem ständig, wie fühle ich mich gerade. But how do we feel about what we're feeling? Aber wie fühlen wir uns mit dem, was wir fühlen? This is the juncture of self-image and issues that you may have brought, whether it's education or feeling disappointed in life, or maybe you're a parkour or squirrel suit flyer. Das ist so diese Schnittstelle zwischen unserem Selbstwertgefühl und dem, was wir tun, ob wir jetzt, wie wir uns verhalten, ob wir jetzt so ein Parkour-Mensch sind, der sich ganz toll mit sich selber fühlt, weil er fliegen kann, oder nicht. And sometimes we try on moods or feelings toward ourselves because we read it in a book and it said, this is a good way to look at it. Did you say moods? Moods. Und manchmal probieren wir bestimmte Stimmungen aus, um einfach mal zu sehen, wie wir uns da fühlen. Vielleicht haben wir es nur in einem Buch gelesen und dann versuchen wir mal, wie fühle ich mich in dem Zusammenhang. Many books on this subject. Es gibt sehr viele How to be happy. Bücher über dieses Thema, wie kann ich glücklich sein. And usually we try it out for a short time, but it feels so unnatural that we very quickly revert to our normal way of looking at ourselves. Und normalerweise versuchen wir solche Dinge nur für sehr kurze Zeit, uns anders zu fühlen und gehen dann wieder zurück in diesen Ursprungszustand, weil wir denken, das bin eben ich, so bin ich normal. And of course this is, excuse me, and of course this is very changeable, because if someone says, oh, you look so lovely today, I love that shirt you're wearing, you seem like such a nice person, and immediately we feel better. Und das ist natürlich alles sehr veränderlich. Sobald uns jemand dann nette Worte sagt und Komplimente macht, du siehst so toll aus, was für schöne Sachen hast du an, dann fühlen wir uns gleich besser. And you perk up and you think, oh, I am that really nice and beautiful person, they're right. Und dann raffst du dich auf oder blühst auf und denkst, so, ich bin tatsächlich diese nette, hübsche Person, von der die anderen sprechen. And what to say when someone says something not nice and brings us down. Und was ist der Fall, wenn jemand uns was nicht so Nettes sagt und uns runtermacht? And we have to say, I don't care. Und wir müssen dann sagen, mir doch egal. Macht mir doch gar nichts aus. They don't know anything anyway. Die haben ja eh keine Ahnung. We have to work to fix it, or you'd go into depression, whatever according to your own personal life. Und je nach Persönlichkeit oder persönlichen Leben gehst du dann entweder in die Depression oder du arbeitest dran, dich wieder aufzubauen und das wieder gut zu machen. So when you were a kid, and you had all the time in the world ahead of you, you had all the plans of all the things that you were going to do in life, and you had this enormous sense of anticipation of, who am I when I grow up? A fireman, a ballerina. What am I going to be when I grow up? Als Kind hatten wir diese tollen Vorstellungen und Pläne, wie das ist, wenn man erwachsen wird, was man alles werden kann, ob man jetzt Feuerwehrmann oder Ballerina werden möchte, diese ganzen großen Versprechungen des Lebens. And daydream, and maybe there was a special boy or girl in your school and you wrote their name over and over again in your book like that, little hearts around it. Und vielleicht Tagträume von einem bestimmten Jungen oder Mädchen in der Schule, wo du den Namen immer wieder aufgeschrieben hast und Herzchen daneben gemalt hast. Und I'm going to marry that person. Und gedacht hast, diese Person werde ich heiraten. We're going to have children, they will be wonderful. Und wir werden ganz tolle Kinder haben.
and you're 14 years old and you haven't had many experiences, but this is important. You decided. Wenn du 14 bist und noch nicht viel Erfahrung hast, dann entscheidest du eben, das ist ganz wichtig in meinem Leben. And now you are a product of your successes. Maybe you did get that person. Und jetzt bist du ein Produkt deiner eigenen Erfolge, die du gehabt hast. Vielleicht hast du diese Person ja geheiratet. Or the disappointments. Oder du bist ein Ergebnis deiner Enttäuschung. And how all of this together has made you uniquely you. Und all diese Dinge zusammen haben dich ganz einzigartig zu dir selbst gemacht. But in general, it's easier to decay than it is to rise up. Im Allgemeinen ist es aber leichter, abwärts zu gehen, als aufgebaut zu werden, immer nach oben zu steigen. Anyone who is an adult in maybe their middle, older years, who has a good outlook on life, we think that they're fools. Und vielleicht denken wir sogar, wenn jemand in dem mittleren Alter oder aufs Alter zugehend sich so gut fühlt und so positiv ist, dass die vielleicht Narren sind. They're not looking at avoiding the hazards. They probably don't even follow the rules. Weil sie wahrscheinlich nicht vorsichtig genug auf die ganzen Gefahren aufpassen und wahrscheinlich die Regeln auch nicht richtig befolgen. That we find them unrealistic. Und denken, das ist ein unrealistischer Mensch. And so, to have peace in the family and a consensus among friends, very often we match that kind of view. Frieden in der Familie zu haben oder sich mit Freunden zu verstehen, gehen wir einfach oft auf deren Level und auf deren Niveau. So regarding this attitude toward our own life, how we feel about ourselves, how we feel about our life, and where we have placed our position, where we belong in life, not just the job you do, but sort of like, where do I belong, or where don't I belong, which is also a position. Wir haben also all diese Einstellungen, wo bin ich im Leben, wo gehöre ich rein, wo gehöre ich nicht dazu, ist genauso eine Einstellung. And how we approach this natural and organic task of viewing our attitude toward ourselves is where we either grow or we defeat ourselves. Und wie wir jetzt mit dieser Haltung uns selbst gegenüber umgehen, das ist jetzt der Knackpunkt, ob wir entweder wachsen innerlich oder ob wir uns selber runtermachen und klein machen. So, I have a question for you. Ich habe jetzt eine Frage. What are your first thoughts upon awakening in the morning, aside from the bathroom, of course? Was ist der erste Gedanke, den du am Morgen hast nach dem Aufwachen, abgesehen davon aufs Klo zu gehen? Aber was kommt dir als erstes in den Sinn beim Aufwachen? So let's close our eyes for just a minute. Wir schließen mal kurz die Augen und ob wir uns erinnern. What are your first thoughts upon awakening in the morning? Was sind eure ersten Gedanken beim Aufwachen? You know, how you have processed the day. Ja. And that is, you become the product of your dream time. Isn't that so? Even it doesn't matter if you don't remember it or not. Ja. Es ist wahrscheinlich, was du in der Nacht geträumt hast oder wie du verarbeitet hast, was am Vortag geschehen ist. Die Art und Weise, wie du es verarbeitet hast, beeinflusst. Even though you don't know it. That's why this first thought is a reflection of that activity or something else. Also dein erster Gedanke ist wahrscheinlich eine Reflexion dieser Nachtaktivität oder es kann auch etwas anderes sein. Yeah. Who else? What's your first thought upon awakening? You're lying in bed. Is it something hopeful or is it something worried or what is it? What do you wake up with? Mit was wacht ihr auf? Mit etwas Hoffnungsvollem oder einer Sorge? It's really worth paying attention to. Absolutely, it's worth paying attention. Es lohnt sich wirklich drauf zu achten. Yeah, because that is your
key in the car. Weil das ist Starting your motor. der Schlüssel, um deinen Motor zu starten. You know, in Tibetan Buddhism, is that we program that first thought, and we make that into a prayer awakening. And there's even certain practices which have to do with what your experience is upon just when you first wake up. But generally, it's some kind of prayer. Does anybody wake up with a prayer? Huh? I'm sure some of you do. Also im tibetischen Buddhismus programmieren wir das, dass wir mit einem gewissen Gebet oder einer gewissen Einstellung aufwachen. Da gibt es Übungen dazu, um dann wirklich mit einem Gebet auf den Lippen wach zu werden. Macht das jemand hier? Oder passiert das jemandem, dass er mit so einer bestimmten Einstellung oder so einem Gebet auf den Lippen aufwacht? It doesn't take very long to establish the habit of this. As you're waking up, you're beginning a recitation of some prayer. The prayer that we did before we sat down, that's the prayer. I think most Tibetan Buddhist practitioners, that is what happens right as awakening. You begin to take refuge. Und es dauert nicht lang, sich selbst so zu programmieren. Viele Buddhisten und tibetische Buddhisten wachen mit genau dem Gebet auf, was wir hier als Zufluchtnahme am Anfang gesprochen haben. Das gräbt sich ein und kommt dann als erstes am Morgen hoch. It could be anything positive, but if there were difficulties during the night, or let's say aches and pains, people who are older often wake up with aches and pains. It's even more important that you have some habit that is ingrained so much that as you are returning to ordinary consciousness from your sleep time, is that it automatically comes out and it totally sets the day in order. It revives your motivation. It revives your motivation. Otherwise, why wake up at all? Das ist also sehr wichtig, wenn man so etwas sich eingeprägt hat und eingegraben hat und wacht mit so einer Einstellung auf, auch für Leute, die krank sind, vor allem die schon älter sind und mit Schmerzen aufwachen. Wenn man dann mit so einem positiven Gedanken aufwacht oder einer Rezitation, dann kommt man in eine andere Spur automatisch. Und es ist ganz wichtig, damit den Tag zu beginnen, weil der ganze Tag dadurch bestimmt wird, der ganze Tagesablauf mit diesem ersten Gedanken in Gang gesetzt wird. And for those of you who don't want to get up in the morning, that it's because there's nothing that you really want to do, that there are things that you have to do that you don't want to do, that have to be done, and you're not ready to face that, and so you don't want to wake up, and you might spend even your early morning times very sleepy, but if you gain a habit of that first awakening, that it is going to really change. It's going to change the way that your day goes, which is like our discussion here tonight. Bei Leuten, die morgen nicht aus dem Bett kommen und gar keine Motivation haben, die nicht in die Gänge kommen, ist das oft so, dass ihnen das eben sowas fehlt, ein motivierendes, ein Anstoß, um einfach loslegen zu können und den Tag so etwas, weil sie nichts haben, auf das sie sich freuen oder auf das sie wissen nicht, was sie machen wollen den Tag über, die haben aber keinen Plan und da hilft sowas und das ist das, worüber wir auch heute sprechen wollen, eben diese Motivation im Leben voranzuschauen. And what we want to have is a consistent, we want to have a consistent motivation for getting up. Wir wollen diese ständige Motivation haben, aufzustehen am Morgen. Do we feel fortunate? Do we feel fortunate to be able to wake up and start our day? Or do we dread getting up? And you can actually train yourself
to have that for those first thoughts upon awakening, something which you have cultivated. It's a cultivated view. Schätzen wir uns glücklich, dass wir aufstehen können, dass wir etwas haben, worauf wir uns freuen, oder fürchten wir den Tag? Und wir können das tatsächlich kultivieren, dieses Glücksgefühl, dieses Vorwärtsschauen und Voranschauen. So it could be a prayer. It could be a self-affirmation. I feel so lucky to be alive. Das könnte ein Gebet sein oder eine Affirmation für uns selbst. Ich habe so viel Glück, am Leben zu sein. But consistency is the key. Otherwise, you never know who you are when you wake up in the morning. Der Schlüssel dabei ist eben das Beständige daran, dass man das regelmäßig tut. Sonst weiß man nicht, wer man ist morgens, wenn man aufwacht. And then you wake up and you have to think, how do I feel? Dann musst du dich fragen, wie fühle ich mich denn jetzt gerade? You haven't decided how you're going to feel, that you are simply the product of whatever's going on. You have no free will. You have no hope, no ambition, only like, how do I feel? Wenn du dich nicht entschieden hast, dich schon gut zu fühlen, dann hast du eben keine Ambition und keine Hoffnung, sondern du musst dann nur so rumsuchen, wie fühle ich mich denn? Also da ist keine Motivation dahinter. You're better than that. Und ihr seid besser als das. So, my next question. Meine nächste Frage. What other person do you think of first after waking up? What other person do you think of first after waking up? An welche Person denkst du zuerst nach dem Aufwachen? An welche andere Person? Now, this is past your first thought. Das ist jetzt When does the first person come into your life? über den ersten Gedanken hinaus. An wen denkst du zuerst an jedem Tag? Definitely you do. You are absolutely. Sorry? You do think of another person. You think of a lot of people during the day, but I'm interested in that first person. Ihr denkt auf jeden Fall an viele andere Leute, weil ihr ja soziale Wesen seid, aber wer ist die erste Person? So, this is why I asked you the question. Is that a troublesome feeling? Ich stelle die Frage aus folgendem Grund. Fühlt sich das störend an oder unangenehm, dieses Gefühl? Is it a kindly feeling? Oder ist es ein gutmütiges, schönes, angenehmes Gefühl? Also liebenswürdig. Or is it one that is devoid of feeling, but instead a feeling of responsibility? Oder hat es gar kein bestimmtes Gefühl an sich, sondern nur so ein Verantwortungsbewusstsein? Does it make you feel, you're thinking of them, there's trouble there, I feel uncomfortable? Or is it something like, oh, like so-and-so, oh, like that, or pat the husband next to you, and I said, I love you, like that. Or is it something that, oh, I've got to do this, and that would be devoid of personal feelings. Oh, I have to take care of this with this person. So three different ways that we can be looking at it. So in general, do you think that which ones of those, in association with that person, do you tend to wake up and think of someone because there's a problem? Also es gibt diese drei Möglichkeiten, wacht man mit diesem guten, liebenswürdigen Gefühl auf für jemand oder eher negatives Gefühl oder eher ein Gefühl einfach der neutralen Verantwortung, dass man jetzt unbedingt was tun muss für jemanden und wie beeinflusst das unseren Tag und unser Verhältnis zu diesen jeweiligen Menschen, wenn wir so denken, wenn wir jetzt nicht denken, dass wir unseren Mann lieben oder dass wir mit jemand anderem Ärger haben, wie wirkt sich das aus? It brings myself away from myself. You see It takes her away from herself. Es bringt mich weg von mir I live in the selbst. house with my demented mother. I live down and she lives upstairs, so
every morning when I wake up, I think, what's going on? Is she fine? Or Sie kümmert sich um must I ihre... go immediately to look at her? Can I have a cup Yeah. of coffee before? So is that responsibility, or is it a strong feeling of kindliness, or is it responsibility? Also das Gefühl, sich um die Mutter zu kümmern. It's what? It's not a good. Not a good feeling. Okay. So this is not easy. It's not an easy way to start, because first person that we think of, that we've already put ourselves into a little bit of a funny mood, and these things link together. This is how we follow through our day. Our mood actually affects our next thoughts. So this feeling, and then you kind of work with it. And you apologize, or you say, "Oh, I want to be very nice today. Everything's going to be okay," like that. Also wenn das erste Gefühl ein negatives ist oder ein schwieriges, dann bringt das oft weitere folgende Gedanken und Gefühle mit sich, und deshalb ist es gut, vielleicht zu sagen, ich entschuldige mich für diesen Gedanken, oder ich versuche jetzt meine Stimmung zu ändern und das anders zu beeinflussen. Who is the second person that you think of? Also ich bin heute Morgen mit dem Gefühl aufgewacht, ich habe eine Frau begleitet, die einen schweren Weg gehen musste, arbeitsmäßig, aber ich hatte so das Gefühl, wow, ich freue mich, sie auf diesem Weg trotzdem zu begleiten. Und es war ein total guter Tag. Ein bisschen Angst, aber ein bisschen mit viel mehr Hoffnung. Her first thought, she's still telling, so that she woke up thinking about a person she's helping, or she's helping get through a difficult time, a friend, and she felt really positive, and that she's actually making a difference in this person's life, and so it turned into a really good experience. Kindly. And It was a kindly, yeah. and you're actually generating, because it's a kindly plus responsibilities. It's that you're actually generating this kindness because you know it helps them, that your kindly thoughts help them. Also dieses gütige und liebenswürdige Denken, das hast du gleichzeitig das Gefühl, das hilft der Person schon. Du fühlst dich gut und der Person ist auch geholfen. Have you been doing this for a long time? Yes. But this is because you whether deliberately or just by happenstance, that you have trained yourself. When you think of that person, you automatically are shining on them, I'm going to say. Huh? Also hast du dich zufällig oder vorsätzlich selbst so programmiert, dass wenn du an diese Person denkst und ihr hilfst, dass du sozusagen wie ein Licht für sie bist. Ich arbeite in dem Beruf schon seit über 30 Jahren und das ist oft so. She's in this helping profession for 30 years now. Yes, I can tell that. And this actually is the nutrition that you need to get up and start your day. This is the nutrition, the morning nutrition, is how we feel about what we're thinking. Also das ist tatsächlich diese Nahrung, die du am Morgen schon brauchst, damit du so einen positiven Tag erlebst und dich aufbaust und deine Gedanken und das, was du denkst, eben dich erhebt immer weiter. So if it's an uncomfortable feeling, we immediately change that. The things will be better today. I can do things differently. If it's kindly, then you know that you have to shine that in your heart. Isn't that so? In order to be able to handle that. If it's a feeling of responsibility, feel good that you are able to accomplish this responsibility. So it doesn't matter what feeling you have as long as you're working with it. Also, if you wake up, Deutsch. Sorry. Wenn du also mit einem positiven Gefühl aufwachst, dann kultivierst du das weiter. Und wenn das Gefühl eher negativ ist, dann arbeitest du damit, das umzuwandeln in ein besseres Gefühl. Und wenn es ein neutrales Gefühl der Verantwortung ist, dann kannst du das auch noch in was Positives umwandeln und dich gut fühlen durch das, was du leistest und welche Wirkung du dadurch hast. Also ist dieses Bewusstarbeiten mit diesen Zuständen das Wichtige, um den Tag eben positiv gestalten zu können. Egal, ob es jetzt welches von den drei der erste Gedanke ist. So maybe, I don't know, but maybe the second person that you think of
after waking up, maybe has something to do with the relationship they have with you. So this might be more about how they might feel about you. Maybe I'll see so-and-so today. They really like me. I like them. I don't know. Maybe not. What do you think? Vielleicht ist die zweite Person eher jemand, wo wir denken, dass wie denkt jemand über mich oder jemand, den ich vielleicht treffen werde. Also eher so dieser zweite Gedanke dann an jemand anders. Was meint ihr denn? Ist das eher jemand, eine andere Kategorie? Is that true? Who is the second person you think of? Wer ist die zweite Your Person? question, you know, Ah, yes. to become aware. Absolutely. What's your first thoughts are? Exactly. That this is called observing our own mind. Right. This is part of our this is part of our life work like that. Wir nennen das eben den eigenen Geist beobachten und das ist Teil der Lebensaufgabe, die wir haben. Now you don't want to be harsh with this because it's a very natural and organic process, but to gently observe, you know, what's going on early in the morning. This waking up time is you're actually returning from a journey through your subconscious mind. And now you're coming back to this consciousness, and that journey should have some nice parts to share with your first awakening. Also sollen wir nicht harsch und grob mit uns sein und uns verurteilen für unseren ersten Gedanken, sondern uns gewahr sein, dass wir eben auf einer Reise waren nachts in unserem Unterbewusstsein unterwegs und dass wir das mitnehmen in den Tag hinein und damit arbeiten und das selber auch gestalten können. So, this is what we do to shift the narrative. That the Buddha taught large numbers of people metta meditation, which is loving kindness meditation. Also das, was wir uns selbst erzählen, zu verändern, können wir annehmen, was der Buddha gelehrt hat. Das ist die Metta-Meditation, die Meditation der liebenden Güte. It is a powerfully transformative practice. It's been done for thousands of years. It is non-religious. Das ist eine machtvolle, transformative Praxis, viele tausend Jahre alte Praxis, die gar nicht religiös ist. So you've already thought this first thought about this person, isn't that so? Ihr habt jetzt bereits diesen ersten Gedanken gehabt über eine Person. Now, whether it's negative feeling that's coming along with that thought, or positive, or neutral responsibilities, Egal ob, we need to use that opportunity. egal, ob wir jetzt was Negatives, Positives oder ganz Neutrales über irgendeine Verpflichtung gedacht haben, können wir das jeweils als eine Chance wahrnehmen. And this is where we begin our day with prayer. Und beginnen dann unseren Tag mit Gebet. So, and if you remember whether it's a man or a woman for this, then you can say may she be happy, may he be happy. So we're going to say this together. Repeat after me in English, because I think most of you understand English anyway. Also egal, ob ihr euch jetzt einen Mann oder eine Frau vorstellt, diese erste Person oder diese bestimmte Person, die ihr euch auswählt. Wir sagen das jetzt einfach, wir sprechen das Rinpoche auf Englisch nachher. Wir sagen also immer diese Worte, möge sie glücklich sein, diese Person. She can translate it. So you don't have to hold your hands together. You could be still lying in your bed and this can be happening. Also ihr braucht dabei nicht die Hände falten, ihr könnt das, wenn ihr im Bett liegt, noch machen. Sincerity is the key. Das Wichtigste ist Aufrichtigkeit dabei. Repeat after me. May she be happy. Wir sprechen hier also nach May she be happy, möge sie glücklich sein. May she be happy. May she be healthy and strong. May she be healthy and strong. May she live happily. May she live happily, Peacefully. peacefully, Joyfully.
joyfully, with ease. with ease. And that's it. Und das Now ist you schon can alles. do that in German. Aha. Möge sie glücklich, gesund, freudig und May in she be Frieden. happy. Ja, möge sie glücklich sein, May she be healthy and strong. möge sie gesund und stark sein, May she live happily, möge sie glücklich leben, peacefully, friedlich, joyfully, freudig with ease. und mit Leichtigkeit. This wakes up your heart. Das weckt euer Herz auf. And it doesn't matter what's gone on, what kind of worries are happening. Nobody needs to know that you're praying for them. Und es ist ganz egal, wie viel Ärger oder Sorgen ihr habt, damit es muss ja auch niemand wissen, dass ihr für sie betet. It smooths any discord, it smooths it. Jeglicher Streit und Ärger wird dadurch ausgebügelt und bereinigt. It changes your motivation. Es verändert deine Motivation. It makes you feel valuable. Du fühlst dich selbst wertvoller And you're hearing what you're saying. und du hörst, was du selber sagst. Now there's more to this, because you can also, part of this is also, may I be happy, may I be free. This is an important part of it. But here I'm talking about that other person and how we change the narrative, we shift the narrative, so that our motivation becomes steady. Our motivation becomes steady rather than waking up one day crabby, another day we feel okay, another day we hurt, like that. Also es gehört noch mehr zu dieser Meditation. Wir machen die auch für uns selber und wünschen uns selber auch all diese guten Dinge. Aber darum geht es jetzt hier heute nicht, sondern es geht darum, dass wir anderen das wünschen und für sie beten und vor allem, dass wir das eben regelmäßig tun beim Aufwachen und dass wir einfach eine Routine oder eine Gewohnheit entwickeln, um uns selber umzuprogrammieren. In my just previous life, I had a student who lived in New York City, Ich hatte in meinem letzten Leben einen Schüler, der in New York gewohnt hat, New York City, who people often gave food to homeless people. wo die on the Leute street. oft den Obdachlosen was zu essen geben. But she thought that they might feel offended, somebody giving them something that they don't like to be beholding. I don't know how you say that, beholden. Also diese Schülerin wollte das nicht tun, weil sie dachte, dass sie dann herablassend erscheint und die großspurig und sich die Leute noch schlechter fühlen, wenn man ihnen was so von oben gibt. So she would have an apple or prepare a sandwich or something. Also hatte sie einen Apfel oder ein Brot dabei And then seeing homeless person going through the trash und looking for food. manchmal sieht man diese Obdachlosen in dem Müll nach was Essbarem suchen. And they're coming this way, so she put an apple on top of the Und trash. wenn sie einen kommen sah, dann hat sie den Apfel schnell oben auf die Mülltonne gelegt, A little clean place, not a dirty part. A little auf clean eine place. saubere Stelle And then hurry away und ist davon like gelaufen. that. Sort of like secretly giving. So ein geheimes Schenken oder Geben. So that you don't have to say, oh, I did a good thing for you, and then you're expecting people to say thank you. Damit man nicht das Gefühl hat, ich habe dir jetzt was Gutes getan und du musst dich jetzt bei mir bedanken. So this prayer, you don't tell people that you're wishing them happiness, etc. You don't say anything to them. Also wenn wir solche Gebete sprechen, sagen wir das den Leuten nicht, für die wir beten, sondern wir sagen gar nichts. Otherwise, then they have to thank you for it. Dann müssen sie mir Yes. noch dafür danken und das bringt dann alles Ja. durcheinander. This heals your heart. It heals the relationships. It changes to a very steady and positive, beneficial relationship with others. Das heilt dein Herz und deine Beziehungen zu anderen werden dadurch sehr stabil und wohltuend und nutzbringend.